Carla und ich haben also einen kleinen Dinghy-Erkundungsausflug. Das heißt, Dinghy hier einmal schon gerichtet. Steigen wir jetzt ein und schauen, wo wir hinfahren. Es gibt natürlich auch ein Naturschutzgebiet, da wollen wir natürlich nicht rein. Aber das machen wir jetzt mal. Wir haben jetzt gerade das Dinghy gesattelt und fahren in den Hafen von Barhöft. Dort wollen wir anlegen und wollen uns dann auch auf die Suche machen nach einem Aussichtsturm. Und es soll noch eine kleine Nationalpark-Ausstellung dort geben. Vollgas haben wir 6 km/h. Ja, bis auch in der Besetzung, glaube ich, oder Besatzung auch okay. Für Kinder. Geht's nicht. Wer geht hoch? Hier dort. Okay. Also wir sind jetzt quasi in Barhöft und hier gibt es einen Aussichtsturm, aber der kostet halt 1 Euro Eintritt pro Person. Und da gehen wir jetzt erstmal hoch. Vielleicht lohnt es sich ja für die Aussicht. Ja. Nur Scheine. So, also jetzt ein paar Meter Höhe sieht man hier schon viel weiter als ganz unten. Und zwar haben wir da hinten Hiddensee und hier ist der kleine Leuchtturm. Da unten ist das Ankerfeld und wir ankern hier so ziemlich in der Mitte. Und genau, hier sieht man halt ganz schön eigentlich diese Boddenlandschaft oder was dieses Gebiet hier echt auch einzigartig macht. Mit diesem Schilf und diesen bewaldeten Inseln. Und da hinten ist der Hafen von Barhöft. Und da segeln jetzt auch ein paar Leute mal ein bisschen rum. Hier sieht man auch, da ist eine große Sandbank. Das ist halt auch hier eins der Probleme, wenn man hier rumsegelt, dass man halt am besten nicht aufsetzen sollte. Genau, und das große Ding da hinten ist dann schon Rügen. Stralsund geht's da hinten weiter. Ja. Ich sage, ist doch ja alles gut. Die parken ja, glaube ich, noch viel länger.
35 ist das absolut. Also wir haben jetzt den nächsten Morgen. Wir haben schönes Wetter, wir haben ein bisschen Wind und der Wind, der wird jetzt auch noch stärker werden und deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir einmal weiter das Fahrwasser in Richtung Stralsund fahren, wo wir dann in den Hafen gehen und für die nächsten 2 Tage auch bleiben. Dort ein bisschen laufen, heute Abend noch das Ozeanarium uns anschauen werden, aber dafür müssen wir jetzt erstmal los. Anker haben wir festgemacht mit einer Ankerkralle und die Ankerkralle werden wir jetzt einmal entfernen, dann den Anker lichten und uns aufmachen. Wie es geht, kann ich jetzt noch ein bisschen zeigen. Also man sieht es jetzt hier vorne. Ist da unten der Anker festgemacht und dann mit den Linien auf beide Klampen gesichert. Ja. Okay, muss ich nicht auf. Oh, weg damit. Raus, was die kleine Fock musst du sehen. So, also wir gucken jetzt, dass wir vielleicht doch nach Stralsund segeln und nicht mit dem Motor, sondern mit den Segeln. Ja, genau. Und jetzt haben wir so einen kleinen Spot, wo wir rechts am Fahrwasser oder Steuerbord davon vorbeifahren können. Dann stellen wir uns in den Wind, ziehen schnell die Fork rein, das groß hoch und dann wieder die Fork raus, wenn wir auf Kurs sind. Und so sind wir dann stabiler im Fahrwasser. Und da freuen wir uns jetzt. Das wird natürlich auch noch ganz cool. Geht, ne? Okay. Ja, das geht. Ja, auch. We will be just fine if I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Jetzt segeln wir gerade durch den Sund und es ist immer so ein bisschen ein Spielchen, dass man aufpasst, dass man noch genug Speed hat, also so weit anluft, dass man eben noch genug mehr Speed als Abtrift hat, damit wir eben noch durch die Tonnen durchfahren können. Deswegen schaut Papa hier auch immer. Genau. Das passt. Das Spielchen ist, wenn ich zu sehr kneife, was ich eigentlich brauche, weil wir wirklich ganz knapp hier am Wind durch diesen Sund segeln, dann verliere ich natürlich Speed. Und wenn wir aber jetzt so abfallen, dass wir einen schönen Windkurs fahren würden, dann funktioniert das eben nicht, weil wir außerhalb der Fahrrinne fahren und die ist dann doch relativ eng hier. Aber das macht auch Spaß. Es reicht ganz gerade mal so. Klemmen. Verlängert, ein bisschen mehr Seite. Genau, und es wird noch logischer. Das aufzeichnen. Aber auf der anderen Seite wird es damit natürlich noch raus.
in der Hafeneinfahrt von Stralsund. Ich fahre aber noch das Boot rein, da legen wir an. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft mit Könnern. Aber dann ist uns ja nachher und so. Nachdem wir jetzt angekommen sind in Stralsund, gehen wir jetzt noch einmal in das dortige Ozeanarium, also sozusagen Meeresmuseum. Okay, nachdem wir jetzt in Stralsund angekommen sind, gehen wir jetzt noch einmal in das dortige Meeresmuseum, das ist gleich da hinten beim Hafen, und da haben wir jetzt Tickets online reserviert, oder ne, haben wir jetzt reserviert, und da schauen wir jetzt einmal vorbei. Das soll wohl sehr berühmt sein, oder? Sehr gesund. Berühmt. Achso. Genau, das war es auch schon wieder mit dieser etwas kürzeren Folge. Aber wir haben jetzt gedacht, dass wir auf jeden Fall noch eine rausbringen wollen und nicht nochmal eine Woche länger warten. Aber das nächste Mal geht es dann weiter in Richtung Stralsund, wo wir jetzt ja schon sind. Und dort schauen wir uns auf jeden Fall das Ozeaneum, so heißt es ja richtig, an. Bevor wir dann noch auf den Gorschfort gehen, dann Stralsund erkunden, dort ein paar Tage verbringen. Bevor wir dann weiter in Richtung Mönchsgut segeln und unser richtiger Rundrügentour da eigentlich erst anfängt.